und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute die St. Bartholomäi-Kirche in St. Bartholomäi zeigen. Wo das liegt, das zeige ich dir hier, und zwar in Graz Umgebung. Und ich möchte dir ein wenig die Geschichte von dieser wunderschönen Kirche erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Die Pfarrkirche St. Bartholomäi steht in der Gemeinde St. Bartholomäi in der Weststeiermark. Sie ist die Pfarrkirche der römisch-katholischen Pfarre der St. Bartholomäi an der Liebach. Die Pfarre gehört zum Seelsorgeraum Rhein der Region Steiermark-Mitte in der Diözese Graz-Seckau. Patron der Kirche ist der Apostel Bartholomäus. Zur Unterscheidung von der alten Pfarrkirche wird sie häufig Neue Kirche genannt. Die Kirche steht im westlichen Teil der Gemeinde St. Bartholomäi, zentral im Ortsgebiet des gleichnamigen Dorfes. Auf einer Anhöhe, die im Norden vom Graben des Bartholomäusbachs und im Süden vom Einschnitt des Kaltenbachs begrenzt wird. Die Anhöhe selbst ist eine zum Liebachbach hinstreichender Ausläufer, der zwischen den Fuchskogel und dem Kreuzeck verlaufenden Hügelrückens. Die Kirche steht auf einer Seehöhe von rund 500 Metern. Die Kirche wurde von 1864 bis 1867 im neugotischen Stil als Ersatz für die zu klein gewordene und renovierungsbedürftige alte Pfarrkirche erbaut. Sie war die erste Kirche in der Steiermark in diesem Stil. Der Bau wurde zu großen Teilen von der Pfarrbevölkerung selbst finanziert und durch Baumaterialien unterstützt. Bereits ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts kam es immer wieder zu Restaurierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die Pfarrkirche von St. Bartholomäi ist eine neugotische Hallenkirche. Sie hat einen im Osten in das Langhaus eingestellten Kirchturm mit Spitzhelm. Die Kirchenausstattung sowie die Altäre und die Orgel stammen fast vollständig aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Tischlerarbeiten stammen vom Grazer Josef Kainz, während fast alle Heiligenfiguren von Jakob Schiel gefertigt wurden. Das gesamte Bauwerk steht unter Denkmalschutz. Die Pfarrkirche St. Bartholomäi hat eine lange und interessante Geschichte, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht.
Ursprünglich gab es an diesem Ort eine bescheidene Kapelle, die im Laufe der Zeit zur alten Pfarrkirche ausgebaut wurde. Im Jahr 1834 entstand ein großer Riss im Mauerwerk der alten Kirche aufgrund einer Hangrutschung, was zu Überlegungen für einen Neubau führte. Obwohl das Stift Rhein zunächst nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügte, wurde unter dem Kaplan Ulrich Greiner im Jahr 1859 die Idee eines Kirchenneubaus erneut aufgegriffen. Nach dem Tod des damaligen Abtes Ludwig Grophius im Jahr 1861 wurde schließlich konkrete Pläne für den Neubau der Kirche entwickelt. Die Pfarrkirche St. Bartholomä war die erste Kirche in der Steiermark, die vollständig im neugotischen Baustil errichtet wurde. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 1867 und die Kirche wurde am 17. November desselben Jahres vom Seckauer Fürstbischof Johann Baptist Zwerger geweiht. Im Laufe der folgenden Jahre wurde die Ausstattung der Kirche weiter ausgebaut. Darunter der Hochaltar, die Kanzel, die Seitenaltäre und die Orgel. Die Kirche bleibt bis heute ein bedeutendes religiöses, kulturelles Zentrum, das Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Das Innere der Pfarrkirche St. Bartholomä beeindruckt mit einem fünfjochigen Langhaus, das von einem Kreuzrippengewölbe mit verzierten Gurtbögen überspannt wird. Die Decke ist mit Rosetten und religiösen Darstellungen geschmückt. Die 10 Fenster im Langhaus sind mit kurzvollen Holzverzierungen versehen. Eine dreiteilige Empore mit einer gemauerten Brüstung bietet zusätzlich Platz für Gläubige. Der schmälere und niedrigere einjochige Chor mit 5/8-Schluss ist durch einen spitzbogigen Frontbogen vom Langhaus getrennt und fügt ebenfalls über ein Kreuzrippengewölbe. An dem Chor schließt sich ein Anbau mit der Sakristei einen Neuraum an. Die Architektur des Innenraums spiegelt die traditionelle gotische Bauweise wider und schafft eindrucksvolle Atmosphäre für Gottesdienste und spirituelle Erfahrungen.
Die Orgel in der Pfarrkirche St. Bartholomä wurde im Jahr 1869 von Friedrich Werner nach einem Entwurf von Ludwig Karl Südler erbaut. Sie verfügt über einen fünfteiligen Prospekt im neugotischen Stil und umfasst 2 Manuale und Pedale und 16 Register. Die Orgel wurde im Laufe der Zeit mehrmals überarbeitet, einschließlich einer Generalüberholung im Jahr 1996 durch den Grazer Orgelbauer Grenn. Trotz einiger Änderungen behält die Orgel ihren historischen Charakter und ist ein wichtiges kulturelles und musikalisches Element innerhalb der Kirche. Die Pfarrkirche St. Bartholomä ist nicht nur ein architektonisches Juwel der Region, sondern auch ein bedeutendes kulturelles und historisches Erbe der Weststeiermark. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen über die Kirche St. Bartholomä, hier in St. Bartholomä in Graz Umgebung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hier wären noch ein paar Videos, die dir auch gefallen könnten. Einfach weiterklicken. Also, ciao, ciao, dein Go Traveler. Ciao.